Moment. So, quick preface. So when I started this channel, I remember saying that I was gonna, make a video in which I just only speak German like once a month, and so far I haven't done that at all. So this is gonna be the first video of that, with no guarantee as to when the next one will be. Now, this is a one-time English preface. You asked for this, so I don't want to hear any complaints in the comments. Don't talk so fast. Don't only speak German, because you people are never happy. So, if your German is good enough to listen to this already, super. You're the one I'm doing this for. If it isn't good enough yet, that's not a crime. You're here to learn. Try to listen and, catch what you can. But yeah, be warned that this is indeed in German. And I'm going to talk as clearly and slowly as possible, but not so slow that I sound like a schoolbook recording. So keep that in mind. And actually, to up the challenge, nur Kommentare auf Deutsch, okay? Ich will keine englischen Kommentare lesen. Ist egal, wenn ihr Fehler macht, einfach probieren. Okay, vielleicht brauche ich noch was Licht. Wow, das hat super viel geholfen. Okay, also, Real Talk machen wir heute. Wie nennen wir das auf Deutsch? Echtgerede. Jawohl, wir machen Echtgerede heute. Also, Echtgerede. Und zwar über folgendes Thema. Mir ist des Öfteren schon aufgefallen, oder was heißt mir? Es ist generell ein YouTube- bzw. Online-Problem, ein Problem unserer Generation. Und ich merke es auch bei meinen Zuschauern, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein Video darüber mache, das Gefühl, vor allem YouTubern, aber Online-Stars im Allgemeinen nahe zu sein. Das heißt, dieses Gefühl zu haben, dass man die Person hinter der Kamera kennt. Das ist auch sehr verständlich. Es ist auch nicht so, dass ich dagegen immun bin. Mir ging und geht das auch selber oft so. Aber ich finde es teilweise beängstigend. Ich finde es vor allem beängstigend in der Hinsicht darauf, dass es da ja innerhalb der letzten Jahre, je nachdem wie sehr ihr sozusagen in die YouTube-Community, wie sehr ihr da drin seid, habt ihr das sicher auch mitbekommen. Diese Missbrauchsfälle aus irgendwelchen Gründen, vorwiegend junger, männlicher, britischer YouTuber, an ihren jungen Fans, die im Prinzip dieses Machtunterschiedsverhältnis eben ausnutzen. Das ist das erste große Risiko, vor allem für die Zuschauer natürlich. Ist aber auch tatsächlich etwas, was scheiße für die Content Creator ist. Denn wir kriegen ja anders als viele klassische Stars keine Anleitung dafür, wie das hier funktioniert. Also das heißt, niemand setzt sich mit uns hin und sagt, pass auf, Folgendes ist nicht so klug, wenn du mit deinen Fans umgehst, ja. Du solltest nicht versuchen, Sex mit Minderjährigen zu haben. Du solltest am besten versuchen, mit keinem deiner Fans Sex zu haben. Und wenn, sei dir bewusst, dass das eventuell PR-Konsequenzen haben kann, die dir nicht so gut gefallen. Und so weiter und so fort. Das kriegen wir alles nicht. Das nächste, was es an Agenturen, die sowas, oder Managern gibt, die sowas ja für einen übernehmen würden, sind die Netzwerke. Und die machen das nicht wirklich, zumindest nicht für die breite Masse. Also das ist zum Beispiel nichts, was mir zugänglich wäre. Das ist etwas, was man vielleicht kriegen kann, wenn man dann irgendwo in den Millionen ist. Nur da man ja bis dahin einen Prozess hat des Wachsens, braucht man das eigentlich dann nicht mehr. Ja, und warum rede ich darüber? Ich rede darüber deswegen, weil ich teilweise bei meinen Abonnenten, bei euch, bei manchen Kommentaren das Gefühl bekomme, dass da der Eindruck ist, dass wir uns wirklich kennen. Und das finde ich zwar eigentlich sehr schön, so vom Gedanken her, weil ich mache das hier ja für euch. Ich mache das ja für die Leute, die zugucken. Natürlich auch für mich zum gewissen Teil, aber der Sinn dahinter ist ja
anderen Leuten auf der ganzen Welt Deutsch beizubringen und mit ihnen zu kommunizieren. Das ist der Zweck. Das heißt, natürlich möchte ich mit euch in Verbindung stehen und ich möchte hier auch nicht falsch verstanden werden. Also natürlich ist das, was ihr von mir seht, also die Persönlichkeit von Katja von DFE, das ist natürlich Katja von DFE. Natürlich ist das Teil von mir. Aber was oft vergessen geht, denke ich, ist, dass das ein sehr, sehr begrenzter Anteil von einer Persönlichkeit ist. Und ich meine damit nicht mal unbedingt nur, dass man bestimmte negative Seiten nicht kennt, das natürlich vor allem, die einem dann vielleicht nicht so gut gefallen würden, sondern auch und gerade bezogen auf bestimmte Eigenschaften, die einfach nicht relevant werden beim Videodreh. Also oder auch gerade bei mir, da ich ja ich kann nicht mehr reden. Da ich ja, wie heißt es denn? Education heißt Bildung. Bildungsvideos mache, kommen bei mir natürlich sehr selten bis gar nicht unter anderem auch meine Meinungen über bestimmte Dinge vor. Also das ist jetzt im Prinzip das erste Video, in dem ich tatsächlich eine Einstellung, eine Meinung zu irgendetwas mitteile. Das sind alles Aspekte, die man gerne vergisst, weil das alles Lücken sind, die wir selber gerne auffüllen. Wie gesagt, ich kenne das. Ich bin selber viel auf YouTube unterwegs und zwar seit 10 Jahren. Also ich bin, ja, es ist nicht so, dass mir das fremd ist oder dass ich nicht verstehe, was dahinter steckt, ganz und gar nicht. Ich verstehe es sehr gut. Ich glaube auch, dass der Grund, warum das passiert, sehr logisch ist. Wir haben einen sehr direkten Kontakt. Ich spreche hier in die Kamera. Ich spreche, als würde ich mich mit euch direkt reden, obwohl ich hier nur eine Linse vor mir habe. Ihr sitzt vor eurem Computerbildschirm und guckt mich an und hört mir zu, als würden wir gerade ein Gespräch führen. Und natürlich, abgesehen davon, dass sich das eben nach einem echten menschlichen Kontakt anfühlt, ist das auch einfach, führt das, denke ich, dazu, dass man, wie soll man sagen, ja, wie schon immer im Internet, klar ist einem bewusst, das sind irgendwelche fremden Leute, aber durch diese problemlose, nahtlose Kommunikation hat man diesen Eindruck der Nähe. Und das kann meiner Meinung nach sehr falsche Eindrücke und falsche Erwartungen auch entspringen lassen. Tolles Deutsch. Für falsche Erwartungen sorgen, falsche Hoffnungen machen, eventuell auch. Ich beziehe das nicht mal unbedingt auf die Kommentare, in denen mir gesagt wird, man wolle mich heiraten. Die nehme ich ehrlich gesagt nicht besonders ernst in den allermeisten Fällen, sondern generell auf ein Einschießen auf mich als Person. Wenn ich euch in echt treffe, heißt das natürlich auf keinen Fall, dass ich euch nicht kennenlernen möchte. Ganz im Gegenteil, ich würde gerne möglichst viele von euch wirklich kennenlernen, weil das nämlich bedeutet, dass man da wirklich eine menschliche Verbindung machen kann. Und dann könnte man auch feststellen, hey, vielleicht findet ihr mich gar nicht so toll, weil es ist faktisch meiner Meinung nach einfach nicht möglich, dass alle Leute, die meinen Channel abonnieren und meinen, mich zu kennen und zu mögen, mich tatsächlich mögen würden. Nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ihr schlechte Menschen seid, sondern einfach deswegen, weil man eben nicht mit allen zusammenpasst. Gut, für meinen Job ist es natürlich vorteilhaft, dass ihr den Eindruck habt, ihr kennt mich, weil das macht mich natürlich sympathischer. Oder deswegen wollt ihr mir lieber zugucken. Aber was ist mein Punkt? Mein Punkt ist der,
es hat schon zu oft schlecht geendet. Und das Risiko jetzt für meinen Channel, für mich als Person und so weiter, ist, das weiß ich von mir selber, dass das sehr gering ist. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Das ist ja das Schöne an der Sache. Aber als Zuschauer weiß man das eben nie. Und ich denke, man kann bei den meisten Online-Darstellern, den meisten, davon ausgehen, dass das, was man on-screen sieht, tatsächlich ein Teil ihrer Persönlichkeit ist. Aber eben nur ein Teil. Und je geübter man darin ist, on-screen zu sein, desto positiver wird dieses Bild. Nicht, wenn man versucht, jemanden zu bescheißen, also zu täuschen, sondern einfach deswegen, weil man je wohler man sich mit der Kamera fühlt und je gewohnter man das ist und je mehr man sich darauf einlässt, dass man jetzt eben ein Gespräch mit einer Linse führt, desto natürlicher wirkt man, desto fröhlicher wirkt man und so weiter und so fort. Und das ist gerade für die jüngere Generation, die wir ja inzwischen zuhauf auf YouTube und Twitch und überall finden, finde ich immer noch ein Risiko, wenn es unaufgeklärt bleibt. Weil dadurch diese komischen, fanatischen Verehrungswellen für irgendwelche Leute am anderen Ende der Welt oder auch nur ein paar 100 Kilometer weg entstehen, die man viel besser auf Freunde oder Familie konzentrieren sollte, weil das die Leute sind, von denen man schon weiß, dass sie für einen da sind. Ja, also kurz gesagt, wenn ihr mich oder andere YouTuber, die ihr mögt und schaut, trefft und die Gelegenheit bekommt, sie kennenzulernen, macht das auf jeden Fall. Das möchte ich niemandem verbieten oder auch nur erzählen, dass das schlecht wäre. Aber geht dabei so viel wie möglich davon aus, dass das ein absolut fremder Mensch für euch ist. Auch wenn ihr in seinen oder ihren Videos schon Dinge über sein oder ihr Leben erzählt bekommen habt. Also wenn ihr bestimmte Dinge schon wisst. Das ist erstens netter der Person gegenüber, weil niemand hat gerne das Gefühl, dass ein Fremder ihn komplett kennt. Das ist nämlich auch so ein Aspekt des Ganzen, den ich immer wieder sehr komisch finde. Wenn ich jetzt hier in Draw My Life oder was auch immer mache und treffe dann einen von meinen Subscribern und versuche dann eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen und da kommt dann zurück, ja, ich habe dein Video ja gesehen. Das finde ich so seltsam. Nee. Ich finde diesen Gedanken, dass Leute irgendwo anders auf der Welt schon mehr über mich wissen als meine zukünftigen Kinder, das finde ich irgendwie gruselig. Also, aber das ist nur meine Meinung. Das muss auch jeder machen, wie er möchte. Ja. Also, wenn ihr YouTuber trefft, inklusive mir, wenn ihr mich mal irgendwo seht, sagt Hallo, auf jeden Fall, bitte. Ich freue mich sehr. Aber tut es mit dem Bewusstsein, dass das ein fremder Mensch ist. Und geht an die Leute ran, als wäre es ein fremder Mensch. Ein interessanter fremder Mensch, aber jemand, über den ihr sehr, sehr wenig wisst. Ja. Und das war's. Das war mein Real Talk. Echt Gerede. Und ja. Mal sehen, wie das ankommt. Ich gehe mich jetzt mal duschen, weil ich habe immer noch den Sportschweiß an mir kleben. Okay. Bis dann. Ja. Tschüssi.